Hallo und herzlich willkommen hier in diesem Video. Heute geht es hier um 3 Arten von Modellen und keiner spricht darüber. Ja, richtig, ich bin wirklich der Meinung, denn zum Beispiel den Begriff Bozetto, den ich jetzt hier mehrfach nennen werde, den habe ich leider auch noch nie so wirklich gehört in diesem ganzen Zusammenhang von Schnitzen oder Bildhauerei. Das wird leider kaum verwendet, obwohl das eigentlich die kunstgeschichtlichen Begriffe sind. Ja. Zu mir sind Leute gekommen, die also in der Ausbildung im Praktikum waren und so richtige Fachleute im Grunde genommen, die ich dann mit diesen Begriffen mal konfrontiert habe und die dann gesagt haben, ja, habe ich noch nie gehört, kenne ich nicht. Soll jetzt nicht ein Vorwurf sein, aber da ist mir aufgefallen, da ist irgendwo vielleicht eine, ich will nicht sagen eine Wissenslücke, aber einfach ein veränderter Fokus irgendwie, ja, dass es heute darum geht, entfalte dich selbst, so finde irgendwie deinen Weg und mach dein Ding gut im Hobbybereich. Alles gut, ja, interessiert mich da nicht, aber hier in diesem Video geht es jetzt also nicht um Pille-Palle, also Karamba, es geht los. Ich habe hier dieses Buch mir schon vor Jahren gekauft und darüber bin ich eigentlich so richtig da reingekommen. Das heißt Bernini Sculpting in Clay, also Modellieren in Ton oder diese Bildhauerei in Ton. Da geht es ja immer los und der hat eben vielerlei Modelle gemacht und vorne im Umschlag, da ist halt so eins abgebildet von ihm, was er dann angewendet hat an so einer Monumentalskulptur, Marmorskulptur an einem Brunnen. Und da geht es eben immer los mit diesen entsprechenden Modellen. Und darüber bin ich darauf aufmerksam geworden, dass die Fachleute, die hier schreiben, also da schreiben Kunsthistoriker immer einzelne Essays über bestimmte Themen. Und da geht es so um diese Arbeitsweise von Bernini. Also das war ja dieser große Barockbildhauer in Italien, in Rom gewesen, der sich auch gegen eine Meute von anderen Kollegen sozusagen durchgesetzt hat, der dort ein ganz großer Player war. Und der hatte also verschiedenartige Modelle verwendet. Ja. Und dann hat man das hier in diesem Buch so aufgedröselt in 3 Kategorien von Modellen. In das Bozetto, das heißt so viel wie der Entwurf oder das skizzenhafte Modell, ja, also dieses eher zeichnende Skizzieren, aber im Ton, eine Tonskizze, eben ein Bozetto. Ja. Das ist ein Fachbegriff geworden in der Kunstgeschichte. Und dann das Modello Grande natürlich, enorm wichtig im Bereich der Büste. Ja, dann Bernini hatte ja auch einige sehr schöne Büsten geschaffen und dann eben noch dazwischen hat man noch eine Kategorie aufgemacht, nämlich das Modello Piccolo oder einfach auch als Modell bezeichnet als Modello und das Ganze eben auch mit den italienischen Begriffen, weil natürlich Italien das Bildhauereiland schlechthin war, die ja alles in der Richtung innovativ nach vorne gebracht haben, entwickelt haben, erfunden haben und natürlich auch mit dem Marmor, mit diesem tollen Carrara-Marmor, das sozusagen also vor ihrer Haustür haben und dann auch verwenden können und diese ganzen großen Künstler daherkamen und es wirklich oft so gewesen ist, dass deutsche Künstler oder aus anderen Ländern eben runter nach Italien gegangen sind und dann in eine große Werkstatt in der Zeit der Renaissance kamen dann die Werkstätten auf, wo dann viele Künstler zusammengearbeitet haben und dann kamen dort eben begabte Schüler, meist jüngere Männer eben darunter und haben dann eine Meisterwerkstatt aufgesucht, um dort bei einem Meister zu lernen und so weiter und wurden dann da entsprechend geprägt, dass im Nachhinein manche, die den ganzen Zusammenhang nicht kannten, so ein paar 100 Jahre später oder so, dann zum Teil dachten, einige dieser Männer, die von Nordeuropa runtergegangen sind, seien Italiener, ja, obwohl sie dann nur ein paar Jahre sozusagen in der Ausbildung waren. Soweit ging das Ganze also und heute wissen wir natürlich, das waren Holländer oder Belgier oder eben Deutsche, die alle runtergegangen sind nach Italien, um sich dort ausbilden zu lassen und eben dieses ganze Klima zu spüren, zu erfahren. Das ist vielleicht so ähnlich wie wenn heute heute ist es nicht mehr ganz so, aber als Unternehmer in Silicon Valley gegangen sind, heute gehen sie wahrscheinlich eher nach China und so und gucken sich ab, wo es so richtig abgeht und gucken sich das an, ja. Lassen sich inspirieren auch von dieser Umgebung oder gehen nach Dubai oder so. Ja, erfolgreiche Unternehmer haben dann jetzt auf einmal dort ein Büro oder eine Wohnung oder fangen dort irgendwie eine Sparte an mit ihrem Unternehmen oder so. So ähnlich kann man sich das vielleicht vorstellen. Ja. Und da war eben Italien tatsächlich das innovativste Land.
Wenn wir heute mal gucken im Bereich der Holzschnitzerei, ist es ja so, dass Deutschland im Vergleich zu den Nachbarländern ringsherum immer noch die meisten Schnitzschulen hat. Es sollen ja angeblich 10 sein. Das sagt jetzt auch nicht unbedingt etwas aus über die besonders gute Qualität, einfach nur über die Masse. Ja. Aber es war ja eigentlich immer so gewesen, dass zum Beispiel in Italien, in Gröden, die haben nur eine Schnitzschule in ganz Italien, also für die handwerkliche Schnitzer-, Bildhauerausbildung, und waren eigentlich immer noch besser. Ja. Das ist ja interessant gewesen. Oder auch im Mittelalter, Europa, hier Deutschland, da war es ja so gewesen, dass die ganzen Holzschnitzer eigentlich inhaltlich abhängig waren von den Holzstichen und Holzschnitten eines Albrecht Dürer. Ja. Also da ist gar nicht so viel eigene Innovation gewesen. Ja. Und da war auch viel Enge und irgendwie natürlich, klar, gesamtheitlich, kulturell eine ganz enge Bindung ans Christentum, das war ja eh klar. Das muss nicht unbedingt was Schlechtes gewesen sein, das war ja das Gleiche in Italien, aber dort war auch irgendwie noch eine Freiheit und eine Entwicklung, die dort entstanden ist, und die waren zum Teil viel früher, ja, mit der Renaissance oder so, was da alles losging. Oder ein Donatello, ja, wie frei der arbeiten konnte, und dann hat er einfach mal eine neue Gattung von Relief erfunden, dieses Flachrelief mit Verzerrungen und ganz flachen Elementen und wieder ein wenig höheren, und eine ganz eigene neue Gattung entsteht mit Perspektive und optischer Täuschung und Verzerrung und so. Eine Genialität, die er an den Tag legt, und dann sogar auch noch Holzskulpturen erschaffen hat, ja. Obwohl der ja eigentlich ein Steinbildhauer war, hat er dann auch im Holz gearbeitet und auch da mit einer Freiheit rangegangen, wie das eher in heutigen Tagen üblich ist, ja, mit einer unfertigen Oberfläche gespielt und mit Effekten und Eindrücken gearbeitet. Also das hat was ganz Eigenes, und dieses ganze Klima hat so viele Künstler angezogen. In der Malerei, in der Architektur, in der Bildhauerei, alle sind da runtergegangen, oder eben auch Schriftsteller, oder ja, dieses ganze Spektrum der Kunst ist nach Italien gegangen, die dort wirklich eine magnetische Wirkung hatten in diesem Bereich. Und genau, das ist vergleichbar mit anderen Sparten auch heute. Ich habe es angedeutet, Italien war immer führend, und eben Bernini vielleicht eine der Spitzen. Ja. Und ich habe mir dieses Buch gekauft, weil ich eben über Modelle und dieses Modellieren noch was lernen wollte und erfahren und erkennen wollte. Also, diese 3 Sparten, die möchte ich jetzt mal ein wenig aufdröseln. Ich verbinde das auch mit meinen eigenen Arbeiten, ja, mit dem Bozzetto, was ich anwenden werde für meine diesen kleinen Engel, den ich modelliert habe und dann in ein größeres übertragen habe. Die Zwischenkategorie, das Modello Piccolo, ich verwende auch bewusst diese italienischen Begriffe, weil es eben kunstgeschichtliche Begriffe geworden sind. Zumindest habe ich nach dem Lesen dieser Lektüre den Eindruck gewonnen, dass wirklich die Fachleute auch das verwenden, und ich habe auch andere Fachleute diese Begriffe in den Mund nehmen hören und haben das sozusagen verwendet, dass ich mir also auch recht sicher bin von der Kunstgeschichte her, dass das korrekt ist und stimmig ist, dass das auch im englischsprachigen Bereich verwendet wird, weil das eben ein englischsprachiges Buch ist und die italienischen Begriffe wieder auftauchen, die auch ich bei anderen Fachleuten gehört habe. Und von daher, es sind kunstgeschichtliche Begriffe, die wir irgendwo dort im Bereich des Holzschnitzens und vielleicht jetzt dieser eher professionelleren Sparte der Bildhauer irgendwo vielleicht ein bisschen verloren haben und gar nicht mehr diese ganze Fülle von Skulptur erfassen können. Ja. Auch in einem anderen Buch, was ich hier noch habe, das nennt sich Skulptur, und da wird schon auf die Dramatik eigentlich eingegangen in der Begrifflichkeit, dass wir für all diese Sparten, die es damals gab, nur diesen Begriff Skulptur haben. Wir haben ja Relief, wir haben Goldschmiede, wir haben Bronzeskulpturen, wir haben Reliefbildhauer, ja, das ist nochmal ein Unterschied zu figürlichen Bildhauern, wir haben Holzbildhauer, wir haben Marmorbildhauer. In Kalk und Sandstein zu arbeiten ist nicht das gleiche wie in Marmor, ja, das stellt eine Expertise dar, eben in Sandstein zu arbeiten und in
mit Marmor zu arbeiten, und die anderen Steine, das bearbeiten eben auch herkömmliche Handwerker, die eben an Architektur und Gebäuden arbeiten, und selbst die waren auf einem Level, was heute zum Teil unerreicht ist, ja, wo Steinmetzen Meisterstücke fertigen, um nur einen winzigen Bruchteil von dem irgendwie wiederzugeben, was die tagtäglich geschaffen haben. Ja. Das ist also ganz erstaunlich, auch auf welchem Level das alles gewesen ist und wie wir heute was davon verloren haben und das nur noch in dem Begriff Skulptur zusammenfassen können. Aber dennoch, auch wenn der Begriff vielleicht hier und da problematisch oder schwammig ist, dieses Buch ist also ein Band von, ich glaube es sind 4 Bände, und hier ist eben Renaissance bis Rokoko. Genial, das ist wahrscheinlich einer der besten Bände aus diesem 4-fachen Buch. Das ist ein Werk, ich glaube von 1994. Also heute gibt es das auch schon gar nicht mehr in dieser Qualität, das kriegt man nur noch antiquarisch. Sucht euch dieses Paket, das ist in so einem großen Pappkarton, wo der David von Michelangelo drauf ist, Skulptur in 4 Bänden, kauft euch das, um da eventuell noch tiefer einzusteigen. Auch sehr wichtig. Ja. Also, wir haben da auch dieses Problem, dass wir diese ganze Fülle nicht mehr wahrnehmen können und deshalb auch das Thema Modell für uns nur irgendwo so am Rand unter ferner Liefen stattfindet und wir gar nicht mehr diese Tiefe verstehen oder wie das aufgeschlüsselt ist und wie mächtig das Thema Modell ist, ja, was wir daraus alles machen können. Insbesondere diese Zwischenkategorie, dieses Zwischenmodell, ja, was eben eine kleinere, eine noch nicht komplett ausgearbeitete Stufe darstellt im Vergleich zum Original, zum Ausführungsmaß, was man damit also alles machen kann. Und das will ich versuchen hier noch ein bisschen aufzudröseln und habe da auch im Internet noch ein schönes Beispiel, ein kunsthistorisches aus der Zeit des Barock gefunden, wo es eine Internetseite dazu gibt. Und das ist also eine Fülle, die sich da plötzlich eröffnet. Ja, was da alles drin steckt, das ist natürlich genial. Von daher kein Pillepalle und daraus kann man richtig viel machen. Was mich persönlich am meisten reizt, ist eigentlich das Thema Bozzetto, weil es geht sehr schnell. Es ist auch für Hobbyleute anwendbar. Ja, du kannst das auch als Hobbyschnitzer mal schnell so skizzenhaft eine Figur modellieren, dir zurechtdrücken und zurechtschieben, irgendwie mal einen Kopf verdrehen oder so und probieren, wie sieht das aus, wenn ich den nach oben recke oder mal ein bisschen finsteres Gesicht oder so dem gebe. Was macht das? Ja? Das kann man wunderbar schnell skizzenhaft in so einem Bozzetto lösen und auch probieren, wieder zerstören, nochmal abändern, gar kein Thema, lässt sich da machen. Es muss ja nicht fertig sein, das ist ja das Schöne, und es lässt sich sehr klein machen mit Drahtgerüsten, mit Plasteline und so. Da kann man innerhalb eines Tages wirklich fertig werden und hat dann ein Ergebnis. Und wenn man das dann anwendet auf einen großen Baumstamm meinetwegen oder einen großen verleimten Block oder auf was anderes, wenn ich jetzt auch das nochmal größer modellieren will, kann ich auch ein kleines Bozzetto mir anwenden. Das finde ich also auch sehr mächtig und für mich, das habe ich schon öfters angewendet, ohne genau zu verstehen, den Hintergrund und was da alles mitschwingt, ja. Welchen Weg da schon Bernini gegangen ist oder die anderen Künstler und was die alles aus diesen Bozzetti in der Mehrzahl gemacht haben, ja. Und wie toll man damit arbeiten kann, dass man daraus weitere Modelle entwickeln kann oder dass man die auch recht frei übertragen kann. Und das ist eigentlich auch das Mächtige, ja, so ein kleines Bozzetto, dieses kleine skizzenhafte Modell dann frei zu übertragen. Das ist eigentlich auch eine Meisterschaft, was in der Kunstgeschichte viele Künstler angewendet haben, dass sie wirklich frei gearbeitet haben, nicht so dieses zwanghafte Punktieren oder so genau irgendwo abmessen an einem 1:1 Modell, wie das heute Steinmetzen üblicherweise machen, auch in der Ausbildung und so. Die haben natürlich noch ein bisschen mehr Kenntnisse von der ganzen Historie oder diesen Modellen und so. Da ist es noch, spielt es noch eine größere Rolle als bei uns Holzschnitzern vielleicht. Aber also das finde ich sehr toll und dieses Bozzetto, da steckt wirklich was drin, was man ganz praktisch schnell anwenden kann und übertragen kann, auch zu großen, guten Arbeiten und so weiter, woraus man richtig viel machen kann, ohne dass man jetzt wer weiß, wie viel sozusagen Vorarbeit hat. Ja? Das ist das, was mich wirklich reizt und was auch so ein Momentum erzeugt, dass man richtig schnell vorwärts kommt und dann ins Handeln kommt. Von daher ist das was ganz Tolles. Ja, vielleicht kann dieses Video Anregungen geben, dazu soll es dienen. Schau es dir gerne an oder teile es auch gerne mit anderen, wenn dir das gefällt, oder schreib auch gerne noch einen Kommentar,
dann wünsche ich dir viel Spaß, wenn ich das hier noch ein wenig aufdrösele in diesen 3 Sparten: Bozzetto, Modello Piccolo und Modello Grande. Die erste Modellform ist das Bozzetto. In unserem Fall starten wir immer mit einem Drahtgerüst, was ich hier aus Aluminiumdraht zusammengewickelt habe. Das kann man sich im Internet bestellen bei verschiedenen Herstellern. Dieses Material, was ich hier verwende, das ist ein nicht aushärtendes Plastilin. Ich verlinke das unterm Video. Das kommt hier von einem Hersteller aus Italien, Plaxtin. Wenn ihr sehr schnell und wirklich frei arbeiten wollt, dann ist meine Empfehlung, nehmt das Weiche. Es gibt 3 Härtegrade, hart, mittel und weich. Ich habe hier scheinbar das mittlere bzw. harte erwischt. Das ist zufällig so geschehen. Ich habe leider nicht das Weiche gewählt. Das Weiche ist noch besser, um schneller zu sein. Ja, wenn ihr wirklich ein Bozzetto in einem Tag haben wollt, dann nehmt gerne das Weiche. So, nun geht es hier nicht um die Wiedergabe eines Muskelmannes in einem Bozzetto, schon mal gar nicht, sondern es geht um ein gesamtheitliches Gefüge, ein architektonisches Gefüge, was natürlich Elemente des Kubischen widerspiegelt. Die ganze Körperlichkeit und anatomische Grundlage schwingt natürlich mit. Dieser Vorhang bewegt sich auch hier, aber dennoch geht es hier um eine Gesamtheit und diese darzustellen. Da ist zum Beispiel der Künstler Giovanni da Bologna zu nennen, aus dem Manierismus, der eines Tages zu Michelangelo kam und ihm ein zwänglich glatt gestrichenes Modell zeigte, und dann begann der Meister es grob zu verändern, in groben Zügen, gab ihm Ausdruck und Leben, was Giovanni da Bologna eine Lehre fürs Leben war. So, nun habt ihr gesehen, das Ganze wird dann übertragen auf das Ausführungsmaß, ja letztendlich auf meinen Baumstamm. Das habe ich ja schon vor einiger Zeit gezeigt, den Engel, den ich daraus gemacht habe. Dieses Bozzetto ist also sehr mächtig, ja. Das bewegt sich in einer Größe von, sagen wir mal, 15 bis 25 Zentimeter. Und damit lassen sich natürlich insbesondere unsere Figuren sehr schön darstellen mit diesem kleinen Drahtgerüst. Hinten übrigens so eine Gewindestange und Holz. Ganz einfach, da gibt es die verschiedensten Möglichkeiten aus Metall, geschweißt, aus Holz, mit Gewindestangen oder Rohre, um diese kleinen Modelle dann frei stehen zu lassen. So, ich habe nun auch wieder einen Blick aufs Modell geworfen und da hinten diese Holzstange ist, kann ich das auch hinlegen, genauso wie hier, weil als ich da ankam, konnten wir diesen Baumstamm eben nicht aufrichten. Ich musste also zwangsläufig im Liegen arbeiten und das ermöglicht mir jetzt, ohne irgendwie nachzudenken über eine Figur oder irgendwas, einfach nur eine Mittellinie zu zeichnen, nach links in dem Fall abzumessen und dort diese Ecke rauszusägen. Und das habe ich oben auch schon am Kopf gemacht. Ich gehe also von oben nach unten und achte aber auch zugleich, ja, man sieht das bei der einen Hand, die also diesen Ast halten soll, der soll so einen Olivenzweig in der Hand halten, den habe ich schon nach oben ausgearbeitet, bin also ein bisschen tiefer gegangen mit dem Kopf und dem Körper, dass dieser Arm rauskommt, und das mache ich jetzt auch an den Seiten. Ja. Ich gehe also erst einmal von den höchsten Punkten aus, von oben nach unten oder von vorn nach hinten, wenn die Figur stehen würde, und dann eben auch seitlich tue ich das wegsägen. Und das hilft mir eben, dieses Modell, dieses Bozzetto, um das erst einmal rauszumachen. Ja, da geht es jetzt noch nicht um eine perfekte Figur oder um eine genaue Stimmigkeit, sondern ein grobes Übertragen und um die Gesamtvolumina. Ja, die muss ich halt verstehen und wie die Achsen verschoben sind. Da muss ich auch noch nicht komplett fertig ausarbeiten am Bozzetto, sondern ich habe eben die Möglichkeit, das auch etwas skizzenhaft zu lassen. Ja. Das macht den Charme aus, wie bereits erwähnt, bei diesem Künstler, der den Meister Michelangelo aufsuchte, und dann hat er dort einfach grob eingegriffen, ja, hat Achsverschiebungen vorgenommen, dem Modell Ausdruck und Leben gegeben, wo es jetzt nicht nur um anatomische Korrektheit ging, sondern eben auch dem Ganzen ja Bestimmungen zu geben, Ausdruck zu geben, nicht nur Oberflächen jetzt hier perfekt zu arbeiten, sondern das Bozzetto liefert ja uns gerade diese eher schemen, skizzenhaften Eindrücke, wo ich erstmal grobe Massen zueinander ordnen kann, die ineinander ja, zu einem Ganzen harmonisch gestalten kann, eine Proportion finden kann, ja, dass sich im Gesamtgefüge Strecken und Längen zueinander proportional verhalten und wiederkehrende
ja, Elemente sich daraus ergeben. Und das lässt sich dann natürlich vom System her auf die Figur übertragen. Und da geht es aber ganz viel um ein Sehen und Spüren. Und deshalb habe ich das auch weiß gemacht, um die Form besser zu sehen. Ja, dann kann ich natürlich auch abmessen an der Figur, indem ich das System einfach übertrage. Und das lerne ich halt hier, das System zu verstehen und dort schon mal alle Probleme zu durchdenken, wo später zum Beispiel mal ein komplizierter Durchbruch sein wird bei dem hängenden Arm, ja, und dem leichten Hohlkreuz, was sich ergibt, dass dort ein schwieriger Durchbruch sein wird und sowas. Das tue ich jetzt alles schon mal gefühlsmäßig durchgehen, aber auch die Spannungen und ja, Formausdehnungen in meinem Kopf schon mal durchgehen, in klein. Und daher das so klein ist, sehe ich natürlich auch besonders gut das komplette Verhältnis der Figur, wie es ist. Und das wird mir dann auch später helfen, wenn ich wesentlich größer werde. Also dieses Bozzetto ist extrem mächtig, weil sich daraus natürlich auch wieder ein nächstgrößeres Modell, worauf ich dann zu sprechen komme, entwickeln lässt. Aber es lässt sich auf also enorm viele Arbeiten anwenden, wenn ich jetzt nicht mit einer Punktiermaschine arbeite oder irgendwas dergleichen oder mit Zirkeln im Proportionalwinkel, sondern dieses Bozzetto, diese Skizze lässt sich natürlich auf ein fertiges Maß übertragen. Innerhalb eines Tages ist das herstellbar und zu fertigen. Viel länger sollte man nicht daran brauchen und dann kann man das im Raster frei übertragen, abmessen. Man kann Raster nehmen, man kann auch ganz frei einfach nur mit dem Zirkel abmessen und das im Maßstab auf das Ausführungsmaß übertragen und gucken, ob das halt reinpasst. Und hier sieht man auch natürlich noch den skizzenhaften Charakter. So ist es jetzt genommen worden, so habe ich es fertig gelassen, um dann zu übertragen. Also ist es überhaupt nicht vollendet, sondern im Gegenteil, dieses Unfertige will dann in der Figur angewendet und vollendet werden, dass ich es dann dort eigentlich glätte und fertig mache. Und dazu soll es dienen, um bestimmte ja, Ausdrücke und Gesamtheiten darzustellen, die ich dann übertragen kann. So, nun komme ich zum nächsten Modell, zum Modello Piccolo. Bei diesem Modello Piccolo handelt es sich um eine nächst weiter ausgearbeitete Stufe von Modell und Modello Piccolo deshalb, also ein kleines Modell, wenn wir es jetzt mal vielleicht eher korrekt übersetzen wollen. Das bedeutet einfach so viel, aufs Ausführungsmaß bezogen ist es immer noch eine kleine Arbeit, ein kleines Modell, stellt aber bereits eine bessere Ausarbeitungsstufe als dieses Bozzetto dar. Es ist nicht mehr ganz so skizzenhaft, ja, es kann auch bereits aus einem anderen Material bestehen, aus diesem Hilfswerkstoff Gips hier in diesem Fall, habe ich das mit einer Silikonform gegossen. Ich habe es erstmal modelliert, dann in Gips abgegossen. Das weist schon mal darauf hin, das ist etwas, was jetzt hier eine Stufe besser ist als nur dieser skizzenhafte Ton oder dieses Plastilin, was ich ja jederzeit wieder verformen oder zerstören kann. Das ist schon eine Nummer weiter ausgearbeitet, mehr durchdacht, genauer. Und das kann ich natürlich auch sehr genau machen, aber durch die meistens geringere Größe von um die 50, 60, 70 Zentimeter wird das immer ein Modell bleiben, was auch noch nicht so perfekt ausgearbeitet ist. Ja, ein 1:1 Modell ist immer noch eine Nummer besser, sage ich mal, was ich dann auch genau kopieren kann. Und diese Modelle, warum hat man überhaupt diese Zwischenform gewählt? Naja, das hat sich in den Werkstätten in Carrara natürlich sehr gut ergeben. Wenn unten die große Werkstatt war, wo dann viele Leute gearbeitet haben, hatte man im oberen Bereich dann noch genügend Platz, diese eher handlichen und kleineren Modelle in großer Stückzahl zu lagern. Und es war einfach nicht üblich, jetzt einen großen David oder eine Pieta immer als 1:1 Modell zu haben. Sicherlich haben die Steinmetzen dann nach und nach auch solche großen Modelle gehabt, aber es war eben auch oft üblich, kleinere Modelle zu haben, die man im Proportionalwinkel übertragen hat. Ja, wer das also nicht kennt, mal googeln und sich darüber informieren. Der Proportionalwinkel ist also die Methode, die man in all den Jahrhunderten angewendet hat, bis dann die Punktiergeräte und die ganze CNC-Technik aufkam, um Modelle zu übertragen. Da kann der Handwerker mit einer Drei-Zirkel-Methode, also die Dimensionen Breite, Länge und eben auch Tiefe abtragen. Und wenn beide oder wenn alle drei Zirkel sich treffen, insbesondere, hat man den richtigen Punkt erreicht. Und das lässt sich halt sehr vielfältig anwenden. Man kann so auch kleine Modelle, wie gesagt, eben zu größeren übertragen im Proportionalwinkel. Das ist eine sehr gute Möglichkeit, um auch relativ genau zu arbeiten.
Und man hat aber auch die Möglichkeit, sogar spiegelverkehrt zu arbeiten. Dafür braucht der Bildhauer natürlich eine gewisse Erfahrung und ein Können. Aber das ist natürlich auch von Relevanz an Gebäudenarchitektur, Steinmetze, Wasserspeier oder so, die in spiegelbildlicher Form am Gebäude auftauchen, dass diese dann eben auch im Proportionalwinkel, erstens, dass man sie vergrößern kann, die Modelle, und zweitens, dass man sie auch spiegeln kann. Das muss eigentlich der Steinmetz sozusagen können. Aus heutiger Sicht stellt die 3-Zirkel-Punktiermethode natürlich ein überkommenes Verfahren dar, aber das Mächtige ist halt, dass man vergrößern kann, ja, was man mit den herkömmlichen Punktiergeräten eben so nicht kann. Und ein reines Raster und ein Übertragen des Bozzetto, das ist oft zu frei, ja, und das stellt noch eine genauere Möglichkeit und Methode dar, insbesondere bei schwierigen, komplizierten Figuren, erfordert aber vom Bildhauer ein Maximum natürlich an Können und handwerklicher Geschicklichkeit, räumliches Vorstellungsvermögen, um das übertragen zu können. Ja, besonders wenn man jetzt auf größere Skulpturen geht und mit einem kleineren Modell im Maßstab das jetzt überträgt und mit dem Proportionalwinkel arbeitet, dann muss man also die Fähigkeit besitzen, erstmal Punkte in den sozusagen ins Nichts, in den leeren Raum zu setzen, Bossenpunkte an der Figur anzusetzen. Das heißt also grobe Punkte, die noch nicht exakt bestimmt sind, aber wenige Zentimeter über dem eigentlichen Punkt liegen, um sich dann an diese Form grob ranzuarbeiten. Und sobald man dann mehr sieht, kann man aus diesem Bossenpunkt einen genauen Punkt machen und also die Form exakt bestimmen. Insbesondere für verdrehte Arbeiten oder Kompositionen, Tier und Mensch oder kämpfende Figuren oder so, ist es natürlich das Mittel der Wahl, dass man da mit kleineren Modellen sich ranarbeitet, weil man kann nicht jedes Modell 1:1 darstellen. Das ist unmöglich. Dafür hat sich diese Methode dieses Zwischenmodells gearbeitet, herausgeschält und entwickelt, das Modello Piccolo, ja, ein kleines Modell, und es bezieht sich immer auf das Ausführungsmaß. Ja. Das ist also der entscheidende Punkt. Deshalb kann so ein kleines Modell, ein Modello Piccolo, eben auch 2 Meter groß sein und trotzdem noch als solch ein Zwischenmodell gelten, weil es sich immer auf das Ausführungsmaß bezieht. Es gibt ja Riesenstatuen auf dieser Welt, ich glaube, die größte ist jetzt 48 Meter groß in Indien, ja, eine Kolossalstatue. Und dafür hat man eben auch, so wie eh und je, ein kleines Modell, das in einem Raster übertragen wird. Dann wird es modelliert, ganz genauso wie vor 2000 Jahren oder noch früher, als die Griechen das gemacht haben. Ja, genau das gleiche Verfahren, dass sie ein kleines Modell hatten. Dann haben sie ihr großes Modell modelliert und das dann entsprechend abgegossen. Und so funktioniert es auch heute noch. So, nun habe ich hier noch aus dem Internet was Schönes gefunden und dazu noch einen Kommentar. Und zwar www.kulturstiftung.de Bischofsbozzetto, unser Thema, das Bozzetto, der Entwurf, die Skizze in Bezug auf ein plastisches Werk. Wir können uns das jetzt hier nicht alles durchlesen, lest euch das durch, worum es geht. Das war also in der Zeit um 1534, ja, da wurde dieser Bischof Alessandro Sauli, der wurde eben dargestellt und die Familie hat das wohl in Auftrag gegeben, die Familie Sauli, die eine Privatkapelle hatten, wo diese Statue hinkam als Kolossalstatue. Hier steht der Begriff, das ist ein kunstgeschichtlicher Begriff und dafür wurde dieses Modell angefertigt. So, das Interessante ist nun, dass die Ausführung sowohl an das erwähnte Bozzetto und von mir auch gezeigte Bozzetto erinnert. Ja, die Ausführung ist skizzenhaft. Wir sehen das hier an diesen Artefakten, sage ich mal, oder hier diese schemenhaft skizzierten Darstellungen des Mantels oder auch, wenn ich es ein wenig vergrößere, das hier nochmal in der Großaufnahme, ja, dass das hier wirklich schemen- und skizzenhaft gemacht wurde. Aber das Ganze soll ja für diese Kolossalstatue dienen, also ging das hier auch nicht weiter, man musste gar nicht weiter ausarbeiten, das war in Ordnung. Und dennoch liegen dem ganzen Werk, was hier dann daraus entstanden ist, 5 verschiedene Modellstufen zugrunde. Wir haben also hier zum Beispiel noch ein anderes Modell, ja, der hat also mehrere Entwürfe gemacht. Das ist das Original. Eine Höhe von über 4 Metern hat diese Figur. Pierre Puget, das war der Bildhauer.
Kolossalstatue des heiligen Alessandro Sauli 1668. Okay, da hat er es dann erst gemacht. Das war also eine Barockarbeit hier. Da wurde das dann erst ausgeführt, aber es geht auf eine lange Tradition zurück und dann kam es dazu. Das Spannende ist natürlich auch, dass der Puto hier unten den Stab hält und nicht die Figur selbst, sondern dass der in einer sehr theatralischen, also übersteigerten Haltung hier natürlich gezeigt wird. Und dafür gab es verschiedene Tonmodelle. Ja. Wir sehen das hier sehr, sehr spannend. Ja. Das ist wirklich mehr so ein Bozzetto hier. Wir sehen, das ist noch gröber und noch rasanter, also wie hingeworfen, ganz schnell gefertigt. Bozzetto für seine Kolossalstatue des heiligen Alessandro Sauli. Höhe 47 cm. Also das obere hatte ja bereits eine Höhe hier von 66 cm. Das sehen wir, dass das schon eine Nummer größer ist. Und hier scheint es dann auch das Modell zu sein, wonach er sich gehalten hat. Und was will ich damit sagen? Das ist jetzt also bereits als das Modell an sich anzusehen. Oder wie eben auch erwähnt, das Modello Piccolo, diesen Namen trägt es ja auch, ja. Also eine bereits annähernd an die Originalausführungsarbeit angelehnte Modellarbeit, nach der sich der Bildhauer dann richten kann. Wir brauchen also nicht unbedingt ein Bozzetto, das dient dann vielleicht für Arbeiten, die halb so groß sind oder lebensgroß sind. Da kann man dann so eine Arbeit gelten lassen, um dann ins Material zu gehen oder eine solche Arbeit. Hat jetzt auch eine Höhe von 69,7 cm. Also die hätte er auch wählen können oder er hat wahrscheinlich eine Mischung zwischen dem und diesem hier gewählt. Das ist also sehr interessant, ja, dass er dann in der Ausführung sich auch noch sehr frei bewegt hat und sich vielleicht eine Mischung aus allen, die Kopfhaltung hier, die Ausarbeitung des Gewandes und so hier ein wenig und oben vielleicht nochmal diese Gesamtkomposition dann übertragen hat auf das hier. So, gucken wir uns mal diesen Abschnitt an, der ist spannend. Das Tonmodell ist Bestandteil dieser Planung und zugleich integraler und folglich authentischer Bestandteil eines auf die Statue zurückführenden Werkprozesses, ja, Werkprozesses, wichtig, Schlüsselwort, der hier in diesem Fall, der in 5 Schritten materiell überliefert ist. Erstens dem kleinen Modell, Modelletto oder auch Bozzetto. Wir prägen uns ein Bozzetto, das ist der gängige Begriff. Bozzetto ist der Entwurf, die Skizze, das Modell, das kleine skizzenhafte Modell. Ja. Diesen Begriff prägen wir uns ein. Des Musée Granet in Aix-en-Provence, dessen Höhe von 47 cm zeigt, dass Puget, also der Bildhauer, dem italienischen Normmaß des Palmo, also wahrscheinlich wie so eine Art Elle, besonderes Maß, Architektonico oder Baupalmo folgt. Zuerst war das eben 22,319 cm. Das entspricht diesem Maß. Und zweitens einer darauf folgenden Zeichnung im Musée Carbot La Bardie in Marseille, deren Höhe von 46,8 cm gleichfalls 2 Palmen beträgt. Drittens dem hier vorgestellten Modell mit seinen 66 cm. Also das war das Modell ganz oben auf der Seite, diesem hier nämlich. Und das war dann also sein Prozess mit einer Toleranz von nur 1 cm, 3 Palmen hoch und folgt damit der nächsthöheren Maßeinheit, dem aus 3 Palmen bestehenden sogenannten Braccico Romano. Viertens dem Modell im Cleveland Museum of Art, das mit seinen 69 cm praktisch demselben Normmaß folgt. Und fünftens der Statue aus Carrara-Marmor im Kuppelraum von St. Maria Assunta di Carignano oder so ähnlich, deren Höhe von etwas über 4 Metern 6 Brachien entspricht. Was folgt daraus für die Frage nach Stellung, Rolle und Bedeutung des Modells? Ja,
Stellung, Rolle und Bedeutung des Modells im Werkprozess? Diese Antwort ist einfach. Allein schon seine Maße zeigen, dass in ihm mit der Entstehung das Palmo durch die höhere Maßeinheit des Brachio der entscheidende Schritt in Richtung der künftigen Statue getan ist, die mit ihrer Höhe von 6 Brachien nichts anderes als die Vergrößerung der Modellgröße um das Sechsfache bringen wird. Also, genialer Arbeitsprozess, ja, der hat sein Modell auch gleich so geplant, dass man das hier im Maßstab einfach mal 6 nimmt und dann entsprechend auf das Ausführungsmaß kommt. Aber er hat sich jetzt hier nicht zwänglich und dogmatisch an eine bestimmte Genauigkeit gehalten, dass dieses Maß von da nach da zum Beispiel genau stimmen muss, sondern wir sehen, dass er hier auf jeden Fall irgendwie breiter und ein bisschen anders geworden ist, ja, dass er den Kopf auch mehr nach dem ersten Bozzetto gerichtet hat. Dieses ist jetzt vielleicht von der Ausführung her, von der Oberfläche wie ein Bozzetto gemacht, aber dennoch als Modello oder als Modell an sich, als Modello Piccolo zu werten. Aber das bezieht sich immer auf die Ausführungsgröße. Ja. An sich ist das eine ziemlich große Arbeit schon, die oft mit 66 Zentimetern unsere Arbeiten überschreitet, aber hier dient sie eben nur als Modell, weil sie sich auf das Ausführungsmaß von über 4 Metern bezieht. Ja. Und deshalb ist es eben auch noch als Modello Piccolo zu bezeichnen und niemals als Modello Grande. Warum? Weil ein Modello Grande immer ein 1:1 Modell darstellt. Ja. Es ist also eine Mischung zwischen Modello Piccolo und Bozzetto, sehr virtuos und genial vom Bildhauer angewendet, der dann zum Ausführungsmaß kommt. Nun muss er sich natürlich was überlegen und er hat hier also eine Maßeinheit gewählt, die auf die nächsthöhere Maßeinheit hinweist in seinem Kulturkreis. Bei uns wären es natürlich einfach Zentimeter und wir würden vielleicht auch mal 6 oder mal 5 sind auch gängige Übertragungsweisen rechnen und dann würden wir uns hier ein Raster bauen, das kann Kästchenpapier sein oder eben selbst gezeichnetes Kästchenpapier oder eben auch ein plastisches Gitter, was wir aus Holz oder Metalldrähten anfertigen und ringsherum um die Figur bauen oder es ganz schlicht einfach einritzen in das Modell an sich oder daneben eine Holzlatte bauen mit entsprechenden Strichen und so weiter und das dann im Ausführungsmaß natürlich genauso übertragen und dort auch an die Figur, an den Block anlehnen und uns dann nach dem Raster richten. Ja? Und so lässt sich natürlich Außenform Silhouette ausarbeiten, um die es hier auch zentral geht, weil wir natürlich eine Ansichtsseite haben, die sich hier vorne widerspiegelt. Ja, das ist frontal und auch durch die Architektur natürlich klar umrissen und bestimmt ist. Durch diese halbschalenartige Muschelform hier haben wir natürlich eine zentrale Ansichtsseite, die vorne ist. Da kann der Bildhauer sich also schön nach einer Art Raster richten, was er einfach dann überträgt auf seinen Block. Und da wird er natürlich hier mit den sensiblen Bereichen im Stein erst am Anfang diese sichern und sich dann natürlich an die Masse ranmachen und zum Schluss eher diese ganz dezenten Dinge rausarbeiten noch, ja. Oder sowas wird dann angesetzt. Das wird nicht aus einem Stück gemacht, sondern die setzt man natürlich ein, diese Teile. Und das haben dann viele Handwerker, haben ihm da sicherlich auch geholfen, dem Bildhauer, die er mit beauftragt haben wird, um das handwerklich umsetzen zu können. Hier ist anscheinend auch was eingesetzt, wo wahrscheinlich ein Metall sich dahinter noch verbirgt, um diesen Bogen hier an der Figur zu halten. Vermutlich ist diese Hand auch eingesteckt worden hier oben zum Schluss, ja, dass die separat gefertigt wurde. Das sieht mir fast so aus oder fühlt sich für mich so an und das würde auch Sinn machen, ja, wenn man diese zuerst hauen würde und das bricht ab. Die Gefahr ist viel zu groß, dass man hier also was ruiniert. Da hat man die sicherlich eingesetzt, das war viel sicherer. Ja, Ausführungsmaß ist also entscheidend und danach richtet sich immer der Charakter des Modells, ja. Dass das hier also tatsächlich keine fertige Arbeit in sich ist, sondern ein Modello Piccolo, was sich auf eine große Kolossalstatue bezieht. Und dafür dienen also diese Arbeitsschritte. Bei so großen Arbeiten ist es absolut üblich, auch heute noch, dass man ein Bozzetto macht, nämlich so eins hier, ein kleines, wirklich kleines Modell. Erst einmal 47 cm war das, um erst einmal mit den Auftraggebern abzuklären und dann kann man noch Änderungswünsche einarbeiten. Man kann übrigens auch ein
modelliertes Objekt im Prozess lassen. Solange das noch feucht ist, kann man natürlich auch mit der Kundschaft absprechen, ob der Kopf jetzt meinetwegen noch in diese Richtung irgendwie verdreht werden soll oder hier der Mantel irgendwie ganz anders geschwungen werden soll. Das kann man dann also live vor Ort auch noch umarbeiten. Und so kann man also auch eine 1:1 Modellation, zum Beispiel einer Büste, als ein Bozzetto gestalten, was man ein wenig wie ein unbeschriebenes Blatt lässt und dann mit dem Auftraggeber gemeinsam das noch ein wenig durchdringt und weiter ausarbeitet, bis dann aus einem Bozzetto ein 1:1 Modell werden kann. Aber hier wäre das viel zu aufwendig, ja? Also der Bildhauer muss in einer Skalierung arbeiten, dass er das Ganze in einem Raster einteilt und dann überträgt. Es wurde sicherlich auch mit Zirkeln gearbeitet, wobei so ein kleines Modell natürlich die Möglichkeiten dann oft bietet, dass sich da Fehler einschleichen. Der muss also sich sehr exakt festlegen und das hätte ich hier eher zeichnerisch gelöst mit einem Raster und weniger mit Zirkeln, wo ich also bestimmte Punkte anvisiere. Das kann man natürlich unterstützend auch noch machen mit einer 3-Zirkel-Methode im Proportionalwinkel, ja, dass wir also ein Modellmaß mit den Zirkeln abtragen, dieses über den Proportionalwinkel entsprechend vergrößern, um auf das Ausführungsmaß zu kommen. Aber dafür benötigt der Bildhauer natürlich auch viel Arbeit und muss dann sehr genau und gewissenhaft arbeiten, wenn er es nur mit Zirkeln macht. Ich hätte also eine Kombination wahrscheinlich aus Zirkeln für bestimmte Oberflächenpunkte, zum Beispiel Gesicht, Arm und diese Figur gewählt und aber eine Rastierung, ein Raster für die Außenform und hätte mich dann eher frei rangearbeitet und so wie das aussieht, hat er das wahrscheinlich auch frei gelöst. Das Ganze auch aus dem Gefühl, aus dem Gespür heraus übertragen, ja, und da recht frei gearbeitet. Das sieht mir absolut danach aus und das macht auch Sinn. Und mit dieser zentralen Ansichtsseite wäre auch alles andere eigentlich völlig übertrieben. So dass ich davon ausgehe, dass er da auch sich frei entschieden hat und hier und da noch andere Entscheidungen getroffen hat. Hier sehen wir zum Beispiel, da ist die Entscheidung für das Buch gefallen in diesem letzten Modell, wohingegen das hier noch flacher liegt. Ja. Das hätte er aber auch live einfach so machen können dann, ja. Mit seiner Virtuosität hätte er das auch hingekriegt, ohne noch ein zweites Modell. Aber wir sehen, das macht also wirklich Sinn, mit diesen Modellen zu arbeiten. Ein Modello Piccolo in diesem Fall. Hier haben es die Autoren natürlich als Bozzetto bezeichnet, weil das der große Oberbegriff ist. Aber es gibt diese 3 Abstufungen. Habt das im Kopf und überlegt euch, was man damit alles machen kann. Das Bozzetto, ja, ein kleiner erster Entwurf, ein Modello Piccolo, was sich auf das Ausführungsmaß bezieht, auch wenn das Modell in sich 2 Meter sein sollte und damit eine 12 Meter große Kolossalstatue angepeilt wird, ist es trotzdem ein Modello Piccolo. Es bezieht sich immer auf das Ausführungsmaß, was immer größer sein wird als das Modell. Hier waren es 4 Meter. Oder wenn es ein 1:1 Modell wäre, dann bräuchte ich hier ein Gipsmodell, was genau das gleiche ist. In dieser Größe macht das aber keiner. Nur bei Arbeiten bis Lebensgröße werden also 1:1 Modelle gewählt und danach wird dann nur noch mit Modello Piccolo gearbeitet in diesem Sinne hier. Okay, das wollte ich gerne sagen und das ist also eine mächtige Möglichkeit, Skulpturen zu arbeiten und diese eben auch zu vergrößern. So, nun hat das dritte Modell auch noch seine Relevanz. Das ist das 1:1 Modell. Hier in diesem Konzept, wenn ich mal bei diesen italienischen Begriffen bleiben will, ist es das Modello Grande. Das hat sich eben in Italien in besonderer Weise entwickelt, die Bildhauerei. Das war dort immer das führende Land, so wie heute das vielleicht eine Zeit lang mal Deutschland war in der Industrie oder so. Und so war das eben damals Italien im Bereich der Kunst, Architektur und eben insbesondere Bildhauerei dort ganz weit vorne. Dieses Modell stellt immer ein perfekt oder sehr gut, so gut wie möglich ausgearbeitetes 1:1 Modell dar, was dann eigentlich immer in Gips vorliegen sollte, welches dann genau punktiert wird. Das lässt sich, also wenn man jetzt an früher denkt, ganz einfach mit den 3 Zirkeln punktieren und übertragen. Da braucht man also keinen Proportionalwinkel dazwischen schalten, um dort ein Maß nach oben zu skalieren, sondern es lässt sich das Modellmaß 1:1 aufs Ausführungsmaß übertragen, dort wo sich die 3 Zirkel treffen.
dort ist der richtige Punkt. Das Problem ist nur, dass man eventuell mehrere Ansatzpunkte braucht, ja, also dass man, wo man einsticht beim Modell, zum Beispiel an der Seite oder auf einer Dreiviertel-Ansicht, auf einer 45-Grad-Schräge auf die vordere Achse, wo das Gesicht drin liegt, bezogen, dass man auch tiefer liegende Punkte erwischt, weil man sozusagen nicht die linke Seite erwischen kann. Da braucht man immer noch Punkte, wo man einsticht. Ja, und ich arbeite das nun hier aus mit dem Punktiergerät. Das Punktiergerät wird von manchen völlig überschätzt. Das ist eigentlich auch bereits eine überkommene Technik, die nur noch Solo-Selbstständige und Kleinstbetriebe anwenden für individuelle Einzelanfertigungen. Heutzutage ist es alles möglich in 3D zu fräsen, mit Fräsrobotern und so weiter, das, was sich auch immer mehr durchsetzen wird. Das, was am Berliner Schloss gemacht wurde, war wahrscheinlich eines der letzten Projekte, wo noch Handwerker wirklich die plastischen Arbeiten von Hand gehauen haben. Das ist alles mit CNC-Technik jetzt möglich. Und so wird sich das wahrscheinlich auch bald überkommen und überlebt haben. Aber hier diese 1:1 Modelle lassen sich natürlich punktieren. Das dauert auch sehr lang. Wenn man wirklich die Geschicklichkeit und das Auge schulen will, kann man diese 1:1 Modelle auch frei übertragen, nur mit einem Zirkel und mit einem Maßstab, ja, dass man das abmisst und dann überträgt. Das ist auch möglich, da muss man aber sehr geübt und versiert sein, um es wirklich zu treffen. Und damit lassen sich dann natürlich perfekte Arbeiten auch herstellen. Ideal ist natürlich die Büste hier dafür oder auch Figuren bis Lebensgröße können auf diese Weise punktiert werden und da lassen sich noch Modelle herstellen in 1:1 Größe. Alles, was darüber ist, nimmt man dann kleinere Modelle. Gut, das war's gewesen. Herzlichen Dank fürs Zuschauen hier. Herzlichen Dank, dass du mit dabei warst. Es hat mich gefreut, das hier mit dir zu teilen. Teile es auch gerne mit anderen. Schreib unter dem Video noch deine Meinung. Das ist natürlich etwas gewesen, was jetzt mal ein bisschen tiefer geht, ein bisschen umfangreicher ist, worüber ich natürlich jetzt einiges gesagt habe, was man nicht einfach so in ein paar Sätzen abhandeln kann. Ja, ich werde vielleicht nochmal dieses Buch unten verlinken. Dieses hier, das ist natürlich eher ein wissenschaftliches, kann auch ein bisschen trocken sein, wenn einen das jetzt nicht so interessiert. Da muss man natürlich gut überlegen, ob man das wirklich braucht. Das hier kriegt man antiquarisch, das ist auch ein sehr gutes Buch. Ich habe das so für um die 45 € oder so gekriegt. Für 4 Bände ist das voll in Ordnung. Und das gibt es leider nicht mehr. Ja, das wird halt nicht mehr aufgelegt. Und in dieser Qualität gibt es da heute nicht kein Nachfolgebuch sozusagen, weil das ja irgendwie alles im Sande verläuft mittlerweile. Ich weiß auch nicht, was da so richtig los ist. Es ist ein bisschen traurig, ja, dass das ganze Thema Skulptur irgendwie auf so einem absteigenden Ast ist. Deshalb versuchen wir hier ein bisschen gegenzuhalten. Es hat mich gefreut, dass du dabei warst. Wir sehen uns in einem weiteren Video wieder. Bis dahin viele Grüße und falls du sowas in Auftrag geben willst, schreib mir gerne eine Nachricht. Unter dem Video ist auch meine Webseite. In diesem Sinne, alles Gute, gutes Vorankommen, euer Simeon Decker.